Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Dass Zucker ein Gift für den Körper ist, ist inzwischen hinlänglich bekannt. Denn nach vielen Jahren regelmäßigen Zuckerkonsums können sich Krankheiten wie Osteoporose und Diabetes entwickeln, die beide zu den Spätfolgen eines erhöhten Zuckerverzehrs zählen. Zusätzlich erhöht Zucker das Risiko, in absehbarer Zeit an Herzerkrankungen oder Autoimmunerkrankungen wie Arthritis, Asthma und Multipler Sklerose zu leiden. Zucker schädigt außerdem die Leber, irritiert den Magen und zerstört die gesunde Darmflora. Im Darm füttert der Zucker die dort ansässigen parasitären Pilze und führt auf diese Weise zu Hormonstörungen der unterschiedlichsten Art. Wir können also mit Sicherheit sagen, dass Zucker das reinste Gift für den Körper ist. Mein Video zu den 8 größten Gefahren des Zuckerkonsums, das werde ich euch hier oben gerne nochmal verlinken. Da ein chronisch hoher Insulinspiegel durch den hohen Zuckerkonsum aber zu einer Störung der Blut-Hirn-Schranke führt und dieser Zustand wiederum zu einem Insulinmangel im Gehirn, welcher wiederum verhindert, dass neue Erinnerungen angelegt werden können, also Alzheimer entsteht, dachte man sich, dass Süßstoffe eine gute Alternative seien. Dem ist jedoch leider nicht so, denn Forscher erklärten im April 2017, dass Süßstoffe genau wie Zucker ein wichtiger Risikofaktor für Alzheimer sind. Und genauso verhält es sich mit allen anderen Krankheiten. Obwohl so viele Menschen heute kalorienfreie, künstliche Süßstoffe anstelle von Zucker verwenden, haben wir extrem viele Übergewichtige und Diabetiker. Süßstoffe scheinen daher keine Lösung zu bieten, wenn man schlank und gesund bleiben will. Der Süßstoff Aspartam und der Geschmacksverstärker Mononatriumglutamat sind die am häufigsten verwendeten Zusatzstoffe in Nahrungsmitteln und das, obwohl sie extrem gefährlich für die Gesundheit sind, insbesondere für das Nervensystem. Bei der Verstoffwechslung von Aspartam entstehen gefährliche Nervengifte wie Formaldehyd und Ameisensäure. Gedächtnisverlust, Depressionen, Blindheit und Verlust des Hörvermögens sind nur einige ihrer Wirkungen auf den menschlichen Organismus. Aspartam oder Mononatriumglutamat führen schneller als andere Zusatzstoffe zur Überbelastung mit Exzitotoxinen. Das sind Aminosäuren, die auch als Neurotransmitter im Gehirn fungieren. Das Nervensystem braucht diese Neurotransmitter, um richtig funktionieren zu können. Wenn jedoch zu viel davon ins Blut geraten, überwinden diese Aminosäuren die Blut-Hirn-Schranke und erregen die Nervenzellen des Gehirns bis hin zur absoluten Erschöpfung. Letztendlich sterben diese Nervenzellen ab. Solche Reaktionen gibt es nicht nur im Gehirn. Überall im Nervensystem, auch im Herz und im Verdauungstrakt, gibt es Glutamatrezeptoren. Vorsicht also bei Aspartam und Glutamat. Mit folgenden Nahrungsergänzungsmitteln könnte man sich dagegen schützen und die Exzitotoxizität bekämpfen. Mit Magnesium, Ginkgo biloba, Selen, Zink, Rotklee und Omega-3-Fettsäuren aus den Krillölkapseln. Konkret zeigen die Untersuchungen von Forschern, dass ein erhöhter Konsum der Süßstoffe Aspartam und Acesulfam zu einem 13% erhöhten Krebsrisiko führen. Auch die Gefahr an bestimmten Krebsarten wie Brustkrebs und solchen, die mit Übergewicht zusammenhängen, wie Magen- und Darmkrebs zu erkranken, steigt dabei um 22%. Bezüglich Aspartam, so kann schon ein Leitgetränk pro Tag laut einer Studie zu einer höheren Krebsgefahr führen. Bekannt war bisher, dass Softdrinks das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko erhöhen sowie zu Gehirnschäden und bei schwangeren Frauen zu einem höheren Frühgeburtenrisiko führen könnten. Alle Leitgetränke enthalten den Süßstoff Aspartam und erhöhen aufgrund dessen das Krebsrisiko, insbesondere das für Leukämie. Bei Männern zeigte sich auch ein höheres Risiko für Multiple Myelome, also Knochenmarkskrebs, und für das Non-Hodgkin-Lymphom, eine Art Lymphdrüsenkrebs. Süßstoffe sollen angeblich Übergewicht verhindern und das Abnehmen erleichtern, weil sie beim Einsparen der Kalorien helfen. Wir wissen jedoch inzwischen längst aus der ketogenen Ernährung, dass das Kalorienzählen keinen Sinn macht. Vielmehr sollten wir Kohlenhydrate zählen, weil diese uns dick machen sowie zu sämtlichen Zivilisationskrankheiten führen. Israelische Forscher fanden daher heraus, dass verschiedene Süßstoffe die Darmflora massiv verändern, indem sich dort besonders viele Bakterien bilden, die langkettige Kohlenhydrate in Zucker umwandeln. Die Mäuse, die daher Süßstoffe konsumierten, hatten am Ende den höchsten Glukosespiegel, höher sogar als der Blutzuckerspiegel der Mäuse, die Zuckerwasser getrunken hatten. Diese durch Süßstoffe erzeugten Veränderungen im Darm führen tatsächlich also zu Übergewicht und einem gestörten Glukosestoffwechsel.
Das wiederum sind die ersten Schritte in Richtung Diabetes und metabolisches Syndrom. Und das besteht aus 4 weit verbreiteten Symptomen: Übergewicht, erhöhte Blutzucker- und Blutfettspiegel sowie Bluthochdruck. Einer weiteren Studie zufolge führt der tägliche Verzehr von Süßstoffen in der Schwangerschaft dazu, dass die Kinder im späteren Leben eindeutig eher zu Übergewicht neigen als Kinder von Müttern, die keine Süßstoffe zu sich nahmen. Süßstoffe schaden den Blutgefäßen genauso wie dies die Kohlenhydrate, also der Zucker, tut, jedoch auf andere Art und Weise. Süßstoffe ändern die Art der Fettstoffverwechslung und die Art der Energiegewinnung auf negative Weise. Acesulfam lagert sich sogar im Körper ab und führt zu extrem starken Schäden an den Blutgefäßwänden, woraus dann wiederum Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlaganfall entstehen können. Eine Studie zeigte, dass die Wahrscheinlichkeit, einen Schlaganfall oder Demenz zu erleiden, um das Dreifache steigt, wenn man täglich Diätgetränke zu sich nimmt. Denn Süßstoffe beeinflussen das Gehirn über die Veränderung der Darmflora. Eine gestörte Darmflora beeinträchtigt über die Darm-Hirn-Achse auch die Gesundheit des Gehirns und kann das Risiko für ADHS, Depressionen, Autismus, Alzheimer und Demenz erhöhen. Als Verursacher einer eingeschränkten Nierenfunktion wurden künstliche Süßstoffe wie Aspartam und Sucralose ermittelt. Sie sind für eine rapide Degeneration der Nierentätigkeit bei Menschen verantwortlich, die exzessive Mengen künstlich durch Süßstoffe gesüßter Getränke konsumierten. Die meisten Süßstoffe werden in Labors entwickelt. Es handelt sich um künstlich hergestellte chemische Stoffe. Sie sind meist in Fertigprodukten und sogenannten Diät- oder Leitprodukten enthalten. Man erkennt sie an den Kürzeln E950 bis E962. Nachfolgend nur einige der vielen Symptome, die auf eine Aspartam-Vergiftung zurückgeführt werden können: Angst, Arthrose, Asthma, Juckreiz und Hautirritationen, Schwindelanfälle, Zittern, Unterleibsschmerzen, Blutzuckerschwankungen, Brennen der Augen und des Rachens, Schmerzen beim Urinieren, chronische Müdigkeit, Migräne, Impotenz, Haarausfall, Durchblutungsstörungen, Tinnitus, Menstruationsbeschwerden, Augenprobleme und Gewichtszunahme. Wer Gewicht verlieren oder sein Diabetesrisiko senken möchte, sollte daher auf keinen Fall zu künstlichen Süßstoffen oder deren Produkten greifen. Eine Ernährung, die frei ist von künstlichen Süßstoffen, chemischen Zusatzstoffen, als auch die frei ist von isolierten Kohlenhydraten wie Zucker und Weißmehl, ist der einzige Weg, um den Glukosespiegel im Blut dauerhaft und auf gesunde Weise niedrig zu halten. Und das kann am besten die ketogene Ernährung leisten. Mein Video zur ketogenen Ernährung verlinke ich euch hier oben. Unbedenkliche, gesunde Zuckeraustauschstoffe sind Stevia, Xylit und Erythrit. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Maria.